Vegan werden und damit das Klima retten, das höre ich in letzter Zeit überall. Ich persönlich finde es oft ganz schön teuer und finde diesen Hype etwas weiß und elitär. Darüber sprechen wir heute mit Aktivistin, Kochbuchautorin und Veganköchin Sophia Hoffmann. Mal sehen, ob sie mich vom Gegenteil überzeugen kann. Sophia, kannst du mir erklären, was Leaf to Root bedeutet? Das bedeutet einfach die ganzheitliche Verarbeitung von Gemüsen bis halt zum Stiel, zur Wurzel, vom Brokkoli, vom Lauch, einfach alles mit zu verkochen. Es gibt ja auch VegankritikerInnen, die sagen, dass die vegane Lebensweise weiß und elitär ist. Also erstmal würde ich sagen, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, es hat natürlich was mit Zugang zu Wissen zu tun. Also zum Beispiel zu wissen, wie koche ich anders, wie koche ich nur mit Pflanzen. Rein preislich würde ich das nicht unterschreiben, weil man einfach wirklich mit regionalen, saisonalen Zutaten sich komplett ganzheitlich und gesund versorgen kann. Das Einzige, und das ist eben unter Umständen schon mit Privileg verbunden, ist halt, dass man die Zeit aufbringen muss, selbst zu kochen. So, hier ist mein neues Gemüse. Ehrlich gesagt fällt mir spontan dazu gar nicht ein, was ich damit machen könnte. Ist sicherlich für viele Leute auch eine Challenge. Also selbst ja, die einfach noch nie so eine Steckrübe in der Hand hatten. Ich glaube, dass deine Küche ja auch viel von den Gewürzen, von den Würzzutaten lebt. Also vielleicht würde dir ja doch was einfallen, wenn du dich mal mit der Steckrübe auseinandersetzen würdest. Aber klar, ich glaube, manche Sachen kann man nicht ersetzen. Ne? Klappe 1. Sophia, immer mehr Menschen versuchen sich ja an dem veganen Lebensstil. Wie erlebst du das selbst, diesen Trend so zu beobachten? Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Ich sehe es eher als eine Reaktion auch irgendwie auf den Status quo. Ne? Also wenn man sich industrielle Tierhaltung anschaut, wenn man sich Lebensmittelskandale anschaut. Also ich glaube, für viele Leute ist es einfach so eine Reaktion darauf zu sagen, okay, ich will da irgendwie in der Form nicht mehr mitmachen. Und weißt du, am Anfang musste ich immer noch erklären, wie geht das überhaupt? Schmeckt das überhaupt? Kann man da überleben? Also ich glaube, da hat sich schon viel geändert, weil es natürlich auch ein Klimathema ist. Wie schaffst du es denn, vegan und günstig zu leben? Ich schaffe das, indem ich einfach aus regionalen, saisonalen Zutaten koche, halt auch ziemlich viel selber koche. Ich bekomme zum Beispiel mein Gemüse von der Genossenschaft und das finde ich sehr günstig. Und was kochen wir heute? Wir machen Kartoffelrösti. Dafür braucht man nur 3 Zutaten, also Salz, Öl und Kartoffeln. Ist super lecker. Und dazu ein Salat aus rohem Kürbis. Kürbis ist auch was hier in der Gegend wächst. Und ich glaube, es haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm, dass man den auch gut roh essen kann. Und das ist wirklich was aus simplen Zutaten, trotzdem lecker und gesund. Also Radieschenblätter hätte ich ja jetzt weggeworfen. Ja. Ist dieses Resteverwerten so ein deutsches Ding? Ich glaube, das hat einfach ein bisschen mit Reichtum und Überfluss zu tun, dass die Menschen angefangen haben, eben das nicht mehr machen zu müssen, um zu überleben. Meine Mutter hat das auch immer schon gemacht. Brokkolistauden werden immer mitgegessen, anstatt sie wegzuwerfen. Ich selber, wenn ich im Restaurant koche und Gemüse verarbeite, alle Gemüsereste hebe ich auf und mache daraus einfach eine Brühe. Genau. Aber du glaubst nicht, wie viele Menschen eben den Stiel vom Brokkoli wegschmeißen und nur die Röschen verwenden. Man muss sich vorstellen, in Deutschland werden im Jahr pro Person 75 Kilo an Lebensmitteln weggeschmissen. Das entspricht einem Schätzwert von 235 €. Also für manche Menschen ist das vielleicht auch ein Argument, ne? Dass man auch so viel Geld einfach verschwendet. Und das sind natürlich irrsinnige Summen. Und das sind 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr in Deutschland und eben um die 50% davon wirklich in Privathaushalten. Das schmeckt total gut. Ich habe Kürbis echt noch nie so gegessen. So roh auch. Und wusste nicht, dass man das kann. Ja, ich finde es lecker. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man den so ein bisschen mit dem Salz massiert, dass er halt weich wird. Ich finde, es schmeckt gar nicht nach Gemüse, es schmeckt eher nach Frucht. Wegen der Zitrone. Ziemlich fruchtig, ja. Und diese ganzen Fleischersatzprodukte.
benutzt du die? Ich finde es total gut, dass es sowas gibt, weil es einfach Menschen dazu ermutigt, zum Beispiel mal weniger Fleisch zu essen. Es ist halt immer einfacher, am Anfang erstmal was 1:1 zu ersetzen. Es gibt Produkte, die sind sicher ein bisschen bedenklich, wo sehr viele künstliche Aromen und so drin sind. Aber gibt es ja bei tierischen Produkten genauso. Ne? Also ich glaube, man sollte einfach insgesamt nicht zu viele stark verarbeitete Produkte essen. Ja. Und am Ende des Tages, und das muss man halt echt immer dazu sagen, hat es halt immer die bessere Klimabilanz als Fleisch. Apropos klimafreundlich, ich habe meinen Klimarechner mitgebracht und da habe ich mal dein Essen eingegeben, um zu gucken, wie klimafreundlich oder klimaunfreundlich dein Essen ist. Und zwar hat deine Portion Rösti mit rohem Kürbissalat einen CO2-Wert von 258 Gramm CO2 pro Portion. Wir wissen, dass eine Portion Currywurst mit Pommes im Vergleich dazu 1700 Gramm CO2 hat. Okay. Also ist man vielfaches weniger als so ein herkömmliches deutsches Mittagessen. Krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so viel mehr ist. Wow. Also umweltfreundlicher als so kann man gar nicht kochen. Alles ist bio, vegan, regional. Und was ich super spannend an Sophia finde, ist, dass sie alles vom Gemüse verwenden kann. Sogar ihr Kürbis hat mich überzeugt. Das Rezept ist in den Kommentaren und auf der Webseite. Nächste Woche treffen wir meine Freundin Tuleka und die zeigt mir ein super spannendes afrikanisches Gericht. Abonniert den Kanal.